Bumper, so nennt Pimplepark seinen ersten Kurznoppenbelag, den wir direkt zum Marktstart einem Geblocktest unterziehen durften. Mit dem Bumper stößt Pimplepark nun auch in die Welt der Kurznoppen vor. Optisch fallen uns neben dem matten Gummi auch die leicht konisch geformten, leicht geriffelten und natürlich griffigen Noppen auf. Der Schwamm ist mittelporig und relativ weich, jedoch im Drucktest zugleich äußerst elastisch. Bevor wir es vergessen, der Belag bringt ungeschnitten übrigens etwa 48 Gramm auf die Waage. Im Dots-Test zeigt sich der Bumper sehr dynamisch und für eine Kurznoppe, so wie in der Produktbeschreibung bereits angekündigt, recht spinfreudig. Geht es bei der namensgebenden Stoßstange wohl in erster Linie um Schadensbegrenzung, in passiver Art und Weise stellt sich die Grundcharakteristik des Bumper doch deutlich aktivlastiger dar. Bei den ersten Schlägen am Tisch zeigt sich, dass der Bumper stets danach lechzt, seinen Katapulteffekt zu zünden. Auch mit wenig Zutun erreicht er somit bereits ein durchaus gehobenes Tempo. Zwar ist er durch seinen mittelhohen Ballabsprung durchaus Noppeninnen ähnlich zu spielen, aber gerade bei härteren Schlägen nicht ganz einfach zu beherrschen. Dies zeigt sich auch im tischnahen Blockspiel. Hier reagiert der Bumper gar nicht so sehr auf ankommenden Spin, vielmehr scheint der Schwamm die Bälle einfach sehr schnell wieder aus dem Belag heraus zu katapultieren. So muss man sich doch erst dazu zwingen, diese insgesamt etwas passiver auszuführen. Ein reines Hinhalten reicht hier oft aus, um den Ball mit einem hohen Tempo und flacher, abtauchender Flugbahn übers Netz zu befördern. Als Gegner sind es vor allem die flachen, winkeligen Bälle, mit denen man zu kämpfen hat. Trotz der gezeigten, durchaus markanten Eigendynamik scheint der Bumper im tischnahen Kurz-Kurz-Spiel solide beherrschbar zu sein, sodass damit zwischenzeitlich auch kurze, winkelige Unterschnittablagen machbar sein sollten. Bei härteren Schlägen und Schüssen ist der Bumper zunächst nicht ganz so einfach zu beherrschen, da hier der katapultige Schwamm doch für ungeahnte Geschwindigkeitsexplosionen sorgt. Wichtig ist es, dass die Schläge hier mit kurzen, explosionsartigen Handgelenksbewegungen ausgeführt werden. Das Obergummi des Bumper eignet sich sehr gut für weiche Eröffnungen, die für eine Kurznoppe ein durchaus solides Spin-Level erreichen. Hier zeigt sich auch eine der Stärken des Bumper. Gerade das effetvolle Eröffnen und dann härtere Nachgehen und Verteilen erweisen sich am Tisch als sehr effizient.
Etwas überrascht hat uns der Bumper mit seinem Defensivpotenzial. In der langen Abwehr gelingen mit ein wenig Händchen wirklich flache, teils auch sehr schnittige und flotte Unterschnittbälle. Wenn man bedenkt, dass hier im Video die Version mit 1,9 mm starkem Schwamm auf einem durchaus offensiven Carbonholz gespielt wurde, sollte der Bumper in dünneren Versionen auf langsameren Hölzern sich hier sogar noch eine Spur optimaler verhalten. Mit dem Bumper erhaltet ihr also abschließend gesagt eine sehr vielseitig einsetzbare Kurznuppe, die unserer Meinung nach vor allem durch ihre sehr dynamischen Spieleigenschaften und den enormen Katapulteffekt auffällt. Das bringt in hohen Schwammstärken eine Menge Tempo und Durchschlagskraft. Für ein kontrollbewussteres Spiel würden wir aber eher eine der dünneren Schwammversionen empfehlen.